Hallo und herzlich willkommen. Apropos komm doch erstmal rein. In meinem letzten Video habe ich dir erklärt, was Edelsteinwasser ist und wie du es selbst herstellen kannst. Diesmal geht es um die Verwendung von Edelsteinstäben. Edelsteinstäbe sind eine sehr einfache Möglichkeit, Edelsteinwasser herzustellen. Einfach die richtige Mischung aussuchen, in ein Glas oder eine Karaffe mit Wasser stellen und nach kurzer Zeit ist das Edelsteinwasser trinkfertig. Aber was ist jetzt so besonders an den Quintessenz Edelsteinstäben? Nun, zum einen ist das Glas für diese Edelsteinstäbe speziell entwickelt worden. Ein normales Reagenzglas ist nämlich sehr empfindlich und sehr zerbrechlich. Die hier sind nicht wirklich unzerbrechlich, sie sind immer noch aus Glas, aber sie sind durchaus etwas stabiler als ein normales Reagenzglas. Zum anderen gibt es etwa 50 verschiedene fertige Mischungen, die man sich einfach auswählen kann. Und diese Mischungen wurden in Zusammenarbeit mit führenden Edelstein-, Heilsteinkunde-Experten entwickelt. Denn wenn man so eine Mischung macht, wenn man sich Edelsteinwasser macht, gibt es doch ein paar Dinge, die man berücksichtigen muss. Man könnte zum Beispiel einfach Steine nehmen, die eher beruhigend wirken und Steine nehmen, die eher aktivierend wirken. Und wenn man das Ganze dann als Edelsteinwasser zu sich nimmt, kann es natürlich sein, dass es ein bisschen chaotisch zugeht in mir. Und diese Edelsteinstäbe haben einen Korken. Das heißt, ich kann sie aufmachen, ich kann eine andere Mischung reinmachen, ich kann die Mischung ersetzen, ergänzen, wie auch immer, sofern ich immer weiß, was ich tue. Wenn man nun so einen Edelsteinstab in eine Karaffe mit Wasser stellt und möchte dann ausgießen, dann passiert genau das. Das heißt, der Stab schlägt gegen die Karaffe und wenn man das ein paar Mal macht und vielleicht ein bisschen Pech hat, kann es sein, dass die Karaffe kaputt geht, dass der Edelsteinstab kaputt geht und das ist beides natürlich nicht so toll. Jetzt könnte man vor dem Ausgießen einfach den Stab aus dem Wasser nehmen und funktioniert wunderbar, aber es ist natürlich ein bisschen unpraktisch und vielleicht vergisst man es auch irgendwann mal. Deshalb zeige ich euch kurz, was man da machen kann. Man kann nämlich einfach den Edelsteinstab am Krug festmachen. Und wenn man dann ausgießen möchte, passiert dann nichts mehr. Und man kann in Ruhe sein Edelsteinwasser genießen. Und hat trotzdem lange Freude an seinen Edelsteinstäben. Aber, ich will euch das nicht verheimlichen, es gibt natürlich auch Karaffen, die haben gar keinen Henkel. Aber auch da gibt es eine Lösung. Man könnte jetzt einfach ein Gummi nehmen oder ein Band und das um diese Karaffe herumbinden. Und dann kann man die Karaffe auch auf diese Art und Weise mit dem Edelsteinstab verbinden und hat auch da den gleichen Effekt. Eine Frage bleibt noch übrig, nämlich die Frage, welches Wasser kann ich eigentlich nehmen, um Edelsteinwasser herzustellen? Nun, im Prinzip kannst du jedes Wasser mit Trinkwasserqualität nehmen, das keine Schadstoffe enthält. Was man sonst noch alles dabei beachten sollte, das erkläre ich dir in einem anderen Video.